1000 Kilometer mit Kajak durch den Amazonas. Oder? Oder? Und einmal mehr habe ich die große Sonne abgewartet, um mich jetzt rauszubewegen und zu gucken, zu welchem Hotel werde ich denn nun eigentlich gehen. Gestern war alles voll und heute steht zur Wahl Amazonita, da wo ich meinen Kajak untergebracht habe, oder das Hotel Cidade, wo man mir so freundlich geholfen hat und mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Ja, letzteres fühlt sich irgendwie für mich besser an. Aber ich werde mir jetzt einfach mal einen Eindruck machen und hingehen und das angucken. Das ist der Tucunaré, auf den sie alle so scharf sind. Das ist das Haus von außen. Nachdem ich mit meinem gesamten Zeug durch die Gegend gelaufen bin, echt, das war wirklich schweißtreibend, habe ich einen Hotelbesitzer gefunden, der mir angeboten hat, mir ein Zimmer zu vermieten in seinem Haus. Und hier bin ich jetzt, bis ich dann in ein Hotel dann später umbuchen kann. Ist ein ganz schön dunkler Raum, wir gehen da gleich mal hin, ich zeige euch das gleich mal. Für ziemlich teures Geld zugegeben. Kostet ein bisschen über 30 € hier das Ganze. Also so, aber auch jedes Hotel ist ganz schön teuer. Die Stadt allgemein, Barcelos, ist ziemlich teuer. Auch ziemlich hübsch. Naja, ein paar Tage bleibe ich noch hier jetzt. Und dann freue ich mich auf das kommende Abenteuer. Hey, aber so gewaltig. Ah ja, und es gibt hier sogar einen Pool. Noch nicht genutzt, ehrlich gesagt, aber da werde ich nachher mal reinspringen, wenn die Sonne nicht mehr so raufknallt. Mein Zelt hängt da. Meine gesamten Klamotten. Eine Küche, die für mich frei nutzbar ist. Großartig. Hier haben wir die Waschecke. Das ist, Kokosseife. Kann ich auch im Fluss benutzen, keine Chemikalien drin, ist super. Funktioniert nicht besonders gut, aber ist super. Okay, und hier ganz schön müllig. Ihr seht, ne? Privates Zimmer. Das sind die das hier untervermieten. Die Söhne dazu. Mein ganzer Kram. Ja, so sieht's ja aus. Noch ein Badezimmer. Oh, das muss ich auch noch aufhängen. Wisst ihr Bescheid? Amazonita. Hotel Amazonita. Hier unter mir, da ist mein Kajak. Da hinter mir, da ist mein Zimmer. Ich bin hier in Barcelos und weiß eigentlich noch nicht genau, wie ich weitermache, denn Manaus ist richtig trocken. Der Rio Negro, dieser gewaltige Fluss, den wir hier vor mir sehen, ist bis da unten fast ausgetrocknet. Das bedeutet für mich, dass immer wenn ich Schatten will, kilometerweite Gehwege habe, unter Umständen kilometerweite Gehwege habe. Wenn ich in eine Ortschaft möchte, kilometerweite Gehwege habe, was nicht die schlechtesten Gehwege sind, denn es ist wunderschön mit all den Stränden und dem Dschungel im Hintergrund. Das sieht wunderhübsch aus, aber für mich und mein Kajak ist das ehrlich unvorteilhaft, denn ich muss das Kajak zurücklassen zum einen und zum anderen lange Wege gehen, um dann endlich Schatten zu erreichen, Obst zu finden, Hilfe zu finden, was auch immer. Also es erschwert meine Reise hier durch den Amazonas ungemein diese Trockenzeit, weil ich kein Ziel jage, sondern vielmehr einfach lernen möchte, in der Natur sein möchte, Abenteuer erleben will, Tieren begegnen möchte, habe ich überlegt, vielleicht
mit einem größeren Boot wieder zurückzufahren nach São Gabriel, wo ich quasi herkomme, um dann weiter zu reisen nach Cucuy zur Grenze, was auch wieder gut wäre, denn ich bin jetzt offiziell ohne Aufenthaltsgenehmigung. Mein Visum ist abgelaufen und das bedeutet, dass ich eine Strafe bezahlen muss, vielleicht mit Haft rechnen muss, bis die Strafe bezahlt wird. Also alles ungewisse Sachen, die ich gerne geklärt haben würde, mir aber auch relativ egal sind, wenn ich sie jetzt nicht kläre. Also dass ich nach Manaus gehe, denke ich, ist ziemlich sicher, dass ich das nicht mache, sondern entweder Richtung Norden wieder zurück, tiefer rein zu den kleineren Flüssen, wo die Strömung schneller ist, oder Richtung Süden, Richtung Manaus, aber nach ca. 130 Kilometern kommt da der Rio Branco, also der weiße Fluss, der für mich auch hochinteressant ist. Hier und da mal was nachgefragt und bin da gespannt auf Antworten. Die Antwort, die mir am besten gefällt, wird die Richtung, in die ich mich weiter bewege. Jetzt einfach erstmal ein bisschen ausruhen, Wunden heilen lassen. Habe hier so am Ellbogen wie am Knie auch entzündete Insektenstiche, die sich irgendwie ausbreiten. Habe mir da gerade eine Salbe für geholt. Also, viele liebe Grüße in die Heimat. Von da komme ich. Da die Weite. Und da mein geliebtes Kajak. Bis später. Wie man sieht, hier, das sind noch die Entzündungen. Ich muss da ehrlich jetzt noch mal zur Apotheke gehen, denn ich glaube, die Salbe, die man mir da gegeben hat, funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert eine andere und die funktioniert dann hoffentlich, dass ich mir davon einmal mehr kaufen kann. Das, wo ich jetzt hingehe, gibt es keinerlei Dörfer oder Städte mehr. Es werden mich Kommunen erwarten, aber eben keinerlei Zivilisation oder Apotheken. Naturheilkunde, traditionelle Amazonasmedizin ist das, worauf ich mich freue, woran ich interessiert bin, worüber ich gerne mehr lernen will. Genauso über die Ernährung im Dschungel, denn auch hier erkenne ich meine Grenzen und meine Abhängigkeit von Zivilisation, dass ich nicht dazu in der Lage bin, mich eigenständig zu ernähren dort draußen im Dschungel. Ich rieche zwar ständig Früchte, doch komme ich nicht an sie heran. Ab und zu ist das mal anders, aber nicht häufig genug, als dass ich mich unabhängig fühle. Und auf Fleisch, sprich auf Töten, würde ich gerne verzichten. Ist doch recht komfortabel hier, oder? Aber auch ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Umgerechnet 60 Euro knapp, vielleicht ein bisschen weniger. 300 Reales. Das ist schon ein knackiger Preis für hier. Aber das Internet funktioniert super schnell. Und hier habe ich rucki zucki abgearbeitet, was ich hochzuladen habe. Und habe einen ungestörten Kontakt zu Familie und Freunden. Also, hey Leute, in diesem Sinne, ich melde mich wieder aus dem Abenteuer und mit neuen Entscheidungen auf einem neuen Weg. Alles Gute.